In dieser Folge spreche ich mit Timo über den Einsatz von KI in der Softwareentwicklung und warum er das Ganze kritischer sieht, als man es in Zeiten der KI-Euphorie vielleicht erwarten könnte. Seine These: Die Zeit, die man in einen guten Prompt investiert, kann man genauso gut ins eigene Denken investieren und den Code gleich selber schreiben. Dazu kommt eine schleichende Gefahr: Wer Code nicht mehr selber schreibt, verlernt irgendwann, KI-generierten Code überhaupt noch beurteilen zu können. Eine Folge für alle, die sich fragen, wo das sinnvolle Werkzeug aufhört und die gefährliche Krücke anfängt. Krücke ist ein geiles Wort. Oh, ich darf nicht geil sagen. Ja, Kann man ja rausschneiden. ja, genau. So Piep drüber legen. Piep. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Inosoft AG. Die Zeit, die ich in Prompt investiere, kann ich auch gleich dazu benutzen, um mein Hirn anzustrengen. Das ist ja deine These. Kannst du das mal irgendwie, was heißt das? Ist ein bisschen provokativ, aber es ist halt, wenn ich ein gutes Ergebnis will, muss ich den Prompt halt, also das, was ich die KI frage, auch entsprechend gut durchdacht reingeben. Es reicht ja nicht, hier mach mir mal Programm für, sondern ich habe ja in der Regel, wenn ich Software entwickle, schon ein bisschen Arbeit in mein Produkt gesteckt und habe, was weiß ich, eine Codebasis von wie viel 1000 Zeilen, 10.000, 100.000 Zeilen Code, die irgendwas machen. Das muss ich der KI ja erstmal vermitteln, was ich schon habe, damit das, was sie mir generiert, dann da auch reinpasst. Ist es dann tatsächlich so, dass die Zeit, die ich dann in das Prompting investiere, ja, wie soll man sagen, einhergeht mit dem Schreiben der Funktion, wenn ich ein guter Entwickler bin? Was ist ein guter Entwickler? Ja, das ist eine Ja, gute Frage. so. Ja, damit dann auch kommen wir ja nachher noch zu, wenn Ja. es dann darum geht, das alles irgendwie zu verstehen und Es, beurteilen zu können. es ist halt ein Unterschied, ob es ein erfahrener Entwickler ist, der auf schon ein Sortiment an Erfahrung und vielleicht Codefragmenten aus anderen Projekten zurückgreifen kann, im Vergleich zu dem, wo jetzt der nicht erfahrene Entwickler, der diese Möglichkeit nicht hat, da ist die Einstiegshürde dann geringer, weil die KI hat da einen Fundus aus dem Netz und quasi dann reinreicht. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen das differenziert betrachten. Ja, ich denke so an so einen Junior-Entwickler, ne, kommt gerade aus der Ausbildung, hat keine wirklich tiefgehende Programmierkenntnis, schmeißt da irgendein Prompting in ChatGPT rein, da kommt etwas zurück, er probiert es aus, es funktioniert und dann wird es produktiv geschaltet. Dann entsteht irgendein Problem und er muss die Ursache für das Problem suchen. Ja, da wird es sehr schwer haben, wahrscheinlich wird er auch wieder eine KI fragen. Damit. Das werden wir später auch noch sehen. Ich habe Mhm. das gestern mal durchgespielt, kann man nachher dann mal gucken. Weil so ist der Prozess ja in der Regel, du lässt dir was generieren, hast irgendein Problem damit und dann wen fragst du? Dich selber kannst du nicht fragen, also fragst du wieder die KI und die kommt dann mit der Lösung und bringt dir damit gleich das nächste Problem. Und so drehst du dich so lange im Kreis, bis es irgendwann funktioniert und hast aber überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt für ein Code vor dir liegt. Du verschiebst dann quasi die Qualität, die Probleme, die dieser Code vielleicht hat vom Schreiben, wo du es schon mal entdeckt hättest, wenn du es im Kopf erarbeitet hättest, nachher in die Produktion, ins Betreiben. Weil irgendwann, wenn du deinen eigenen Code nicht verstehst, dann, das ist die Gefahr dabei, Habe ich auch ein qualitatives hast Problem. du das Problem, dass du hinterher vielleicht irgendwas halt reinbringst, was gar nicht funktionieren kann, wo es in irgendeinem Edge-Case dann in einem halben Jahr das Band stillsteht und dann guckst du dir das an und denkst, ja. Kann man dann sagen, so vielleicht für so Wegwerffunktionen oder wenn ich einfach nicht genau weiß, in welche Richtung ich gehen soll, dass ich dann sage, hey, überleg dir mal was, gib mir mal Vorschläge, dass ich das also quasi so als Ideengenerator benutze? Wäre das Den Generator würde ich es akzeptieren, Mhm. sage ich mal. Aber man muss halt auch immer bedenken, diese Modelle werden irgendwann trainiert. Unser Feld entwickelt sich so schnell, dass das vielleicht gar nicht im Training drin war. Dann fangen die an zu googeln. Also mittlerweile sind es ja Agentic und weiß der Geier was für Modelle, die halt dann, wenn sie selber was nicht verantworten können, dann irgendwas ja googeln und dann nach dem RAG-Prinzip, was wir oft schon besprochen haben, dann halt dann dir was zusammen generieren. Das ist aber dann so Kraut und Rüben teilweise zusammen generiert. Manchmal funktioniert es, manchmal kann es gar nicht funktionieren. Können wir mal reingucken? Du hast ja ein bisschen was in Richtung Prompting vorbereitet, dass wir mal dir über die Schulter gucken. Ja, ich habe mal hier einen kleinen Prompt. Ich wollte ein Modell trainieren, also auch ein KI-Modell trainieren. Ich habe ein kleines Dataset und habe dem Prompt dann reingeschrieben, hier, so sieht mein Dataset aus. Wie würde denn der Code dafür aussehen, ein Sprachmodell das beizubringen, was in diesem Dataset steht? Und habe ihn quasi zugegebenermaßen, der Prompt ist relativ einfach gestrickt. Das hat dem Modell natürlich Spielraum für Spekulation gegeben. Aber das ist schon eine Timo-mäßige High-Level-Antwort. Ja, Das ist jetzt irgendwie. das ist schon advanced, sage ich mal, an der Stelle.
ich sage dem Prompt, ich habe das und das Dataset, ich habe das und das Modell. Daraus geht schon, da leite ich dann ab, okay, wenn es ein kleines Modell ist, dann muss ich ein anderes Verfahren nehmen wie ein großes Modell. Wenn es das Dataset nur aus 2 Inhalten besteht, dann ist es ein anderes Verfahren relevant wie das bei einem großen Dataset. Und da ist er quasi in dem Ergebnis, was dann kam, im Code schon einmal falsch abgebogen aus meiner Sicht. Er hat ein Verfahren gewählt, also hat das Prinzip zwar verstanden, was ich vorhabe, listet auch die ganzen Verfahren auf, die dafür notwendig sind, also Tokenization, Padding, Collation, das ist alles richtig. Aber ob ich bei so einem Dataset das LoRa, Low Rank Adaption Verfahren anwenden würde, ist fraglich, hat aber einfach getroffen, diese Entscheidung. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte nicht die Kenntnis wie du und hätte jetzt quasi das, was da rausgekommen ist, in meinem Projekt benutzt. Wäre dann aus deiner Sicht ein gutes Ergebnis rausgekommen, oder? Es hätte funktioniert, aber es wäre aus meiner Sicht kein gutes Ergebnis gewesen, weil das Verfahren nicht zu dem passt, was ich eigentlich verstehe. brauche. Ja. Und der Code, der rauskam, ganz unabhängig davon, hat auch nicht funktioniert. Der ist auch nicht gut in dem Sinne, dass halt sehr viel von Annahmen ausgegangen wird. Er aber auch im Prompt nicht darauf hinweist, hier bin ich von der Annahme ausgegangen und dann benutzt du das einfach, weil du weißt es nicht besser. Und wenn ich den so genommen hätte, wie er da ist, und hätte die Syntaxfehler noch rausgemacht, die er reingemacht hat, hätte das Modell damit trainiert, hätte mir das Modell genau nichts zu dem Thema beantwortet. So, dann hätte ich, also wenn ich es benutzt hätte und hätte nicht deinen Kenntnisstand, dann hätte ich es verwendet. Und dann hätte ich dann im zweiten Schritt der KI gesagt oder Geht ChatGPT, nicht. es funktioniert nicht. Genau. So, dann hätte sie sozusagen an ihrem eigenen Ergebnis rumgefummelt und das entweder Genau. verschlimmbessert oder. Da habe ich ein schönes Beispiel für Verschlimmbessern. Ich habe einer von den Fehlern, der gestern kam, ist ein Syntaxfehler tatsächlich, ist, dass hier ein Parameter drin verwendet wird, der so nicht existiert. Sein Argument war, du hast eine zu alte Version von der Library verwendet. Fand ich sehr suspekt, weil ich habe die neueste genommen. Und dann habe ich da habe ich auch den Prompter hab ich mal gefragt, warum ist das denn aufgetreten? Da sagt er, ja, du brauchst mindestens eine Version 4.3. Und welche hast du benutzt? 5. Da habe ich mal überlegt, wie kann denn das sein? Da habe ich gedacht, vielleicht ist das schon wieder deprecated. Dann habe ich mal gefragt, sag mal, in welcher Version wurde denn diese Methode, die jetzt hier nicht mehr geht, deprecated? Da sagt das Ding in der Antwort, in der Version 4.4. Also sag mir, ich brauche mindestens 4.3, schlägt mir eine Lösung vor, die in 4.6 oder in 4.4 schon nicht mehr funktioniert, weiß nicht, dass ich 5 einsetze, hat mir quasi ein Wild was zusammengesetzt aus verschiedenen Versionen. Das hat halt keinen Sinn für Zeitachsen, für das war mal, das gibt es nicht mehr. Der hat einfach eine Lösung im Netz gefunden, hat die besten Rosinen rausgepickt und es kam was bei raus, was halt nicht funktioniert hat. Und dann fängst du halt an, zu hinterfragen und das und das und das. Und irgendwann kommst du auch zu einem Ergebnis, aber es dauert halt. Ja, aber man sieht ja schon an der Frage, an der Qualität deiner Frage, dass du eine Vermutung hast, um die Ursache zu Genau, ermitteln. die hat ein Junior-Entwickler vielleicht nicht. Oder wenn ich mich da jetzt hinhocke und stelle fest, das funktioniert nicht, dann würde ich ja einen ganz anderen Pfad auftun und sein. mein Quell oder das, was dann dabei rauskommt, wird immer komplizierter und immer verschlimmbesserter, als dass am Ende möglicherweise der absolute Quatsch rauskommt. Genau. Das ist die Gefahr. Deswegen mein provokatives Statement oder deine Aussage, was ich darüber denke am Anfang. Genau. Wo zieht das System dann überhaupt dann seine Informationen her? Geht er dann auf Quellcode-Bibliotheken, auf GitHub und so weiter und holt sich da etwas raus? Oder? Bei GPT ist es so, dass das am Anfang für sozusagen eine gewisse Grundeloquenz und Wissen aufzubauen mit allen möglichen Quellen trainiert wurde. Und als man gemerkt hat, das reicht nicht und das reicht vor allem nicht, wenn ich das alle 2 Jahre mache, dann ist man dazu übergegangen, dass es halt einen Agenten-Approach sozusagen fährt, dass wenn es etwas nicht beantworten kann, dass es dann merkt, okay, das ist ein Thema, was ich googeln kann, das ist ein Thema, da geht es um Entwicklung, also suche ich mal durch GitHub oder über Stack Overflow, das sind Webseiten, wo es um Entwicklung geht. Da läuft dann im Hintergrund eine Suche ab, die dann quasi aus dem Suchergebnis mit dem also mit dem Retrieval Augmented Generation, was wir schon oft besprochen haben, dann halt mir eine Antwort generiert. Also Das heißt, das weiß nicht selber, es googelt selber und baut mir dann was zusammen. Aber das System erstellt dann quasi für irgendeinen anderen Dienst einen Prompt und das Ergebnis dort kommt dann zurück? Das ist halt eine Suche. Eine Suche, okay. Im Prinzip. Die dann wieder interpretiert und Ja, auch ausgewählt. interpretiert. Und wie gesagt, da verliert es halt oft die Zeitachse, da kommt es dann auf Ergebnisse von vor 3 Jahren oder sowas, die es dann reinhaut und hat hier halt ein Ergebnis gefunden, wo es mal ein Property in einer Methode gab, die aber nur zwischen 4.0 und 4.4 da war.
Und das hat es nicht verstanden. Jetzt würde ich mal mutmaßen, dass das, was du jetzt ermittelt hast, nicht unbedingt dich überzeugt hat, damit dann tatsächlich zu arbeiten. Siehst du denn konkrete Anwendungsfälle, wo du dann ein KI-Werkzeug verwenden würdest, um im Endergebnis ein besseres, ein besseres Arbeitsergebnis zu erzielen? Ich finde es schwierig, ehrlich gesagt. Also ich bin halt immer wieder mit auf die Nase geflogen, deswegen finde ich es halt schon sehr. Ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem darüber auch, der sagte, ja, aber für so dumme Dinge, wo ich 100 Mal das Gleiche schreiben muss, da kann ich mir ja die KI nehmen, das zu generieren. Muss ich dann sagen, wenn du in einer Situation bist, wo du 100 Mal den gleichen Code schreiben musst, dann musst du weiter vorne ansetzen mit deinem Problem. Ja. Ja. Spaghetti-Code sich von der KI generieren lassen, ist jetzt auch nicht die Lösung. Also ich habe es Spaghetti-Code bleibt Spaghetti. es bleibt immer noch Spaghetti-Code. Naja, es nimmt dir die Arbeit ab, aber war es denn der richtige Ansatz überhaupt? Das wage ich mal zu bezweifeln, wenn ich eine KI brauche, die für mich unliebsame Aufgaben übernehmen, weil ich, ja. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel an Code-Review gedacht. Ne? Wenn ich zum Beispiel einen Text selber formuliere und ich sage dem Ding, hey, überprüf mal, kannst du es vielleicht ein bisschen flüssiger formulieren, sind da Fehler drin, ist die Rechtschreibung beachtet, dann kommen ja recht gute Ergebnisse raus. So, und wenn ich dann jetzt sage, hier, ich habe einen Quellcode, den ich selbst entwickelt habe, schau mal rein, gibt es da Optimierungsmöglichkeiten, werden die Standardnamenskonventionen eingehalten? Für sowas könnte man das doch möglicherweise nutzen, Ja, oder? das könnte man tatsächlich machen. Musst du aber sehr viel Zeit auch reinstecken, erstmal sozusagen einen Prompt und einen Kontext aufzubauen, der quasi das Ergebnis erzielt, was du eigentlich haben möchtest dann. Wir machen ja nur ein Vier-Augen-Prinzip, Code-Review, dass Ja. also der eine Entwickler sich den Quellcode eines anderen anguckt, um ja Unsauberkeiten, ne, einfach Qualitätssicherung. Glaubst du, würdest du erkennen, wenn du einen Quellcode vorgelegt bekommst, ob der KI generiert ist oder nicht? Kommt auf den Entwickler an, sage ich mal. Das ist wie in der Schule auch, ne? Wenn auf einmal der Deutsch-5-Schüler dir Verstehe. ein komplett fehlerfreies Diktat, fehlerfreien Hausarbeit hinlegt, ohne irgendeinen einzigen Rechtschreibfehler, kannst du davon ausgehen, dass das nicht aus seiner Feder ist. Genauso ist, wenn ich halt einen Kollegen habe, dessen Code ich kenne, und auf einmal ist da mittendrin eine Klasse drin, die, was weiß ich, hochkompliziert irgendwie welche Sachen macht, die der sonst nie gemacht hat, siehst du auch. Ja, also erkennen kannst du es schon, aber ist es schlimm, dass er es getan hat? Er kann es vielleicht nicht nachvollziehen. Dann Aber da kommen wir wieder ins Spiel, dass wir mit 4 Augen und das dann auch nachprüfen müssen halt dann. absolut. Weil wenn man das feststellt, dass der Kollege da Code benutzt hat, den er nicht wirklich erklären kann, dann sind wir ja schon in einer Ist Dunkelzone, die gefährlich halt, gefährlich genau, wird. ja. Ich würde mir jetzt aus deinen Ausführungen ableiten, dass du dem Ganzen tatsächlich sehr kritisch gegenüberstehst, Quellcode oder Code über eine KI, welche auch immer, entwickeln oder generieren zu lassen. Was wäre denn dein Blick über den Tellerrand? Glaubst du, dass sich das in 5 Jahren anders darstellt? Also, dass quasi, wenn jetzt sagen, so dieser Taschenrechner-Effekt, dass dann irgendwann sich eine bestimmte Technik, eine bestimmte Technologie, eine bestimmte Methode, Werkzeuge sich so weit durchgesetzt haben, dass man es quasi als gegeben hinnimmt und einfach auch in Kauf nimmt, dass man nicht mehr im Kopf rechnen kann und sehr, sehr viel mehr Vertrauen in diese Werkzeuge investiert? Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei, dass das kommen wird, weil es in der Vergangenheit immer so war. Wir haben quasi, das ist so ein bisschen das Problem beim Fortschritt, dass sich das Skillset ein bisschen irgendwo anders hin verlagert. Ne? Das hast du beim Autobauer auch. Da sind die Mechaniker, die tauschen auch nur noch die schwarzen Kästchen heute aus. Und da lötet keiner irgendwas auf dem Steuergerät rum, selten. Und mittlerweile müsstest du für viele Probleme, die du im Auto hast, auch ein Softwareentwickler sein, um das zu lösen, weil es oft ein Firmware oder irgendwas Problem ist. Das verlagert sich halt. Und das sehen wir hier bei der Entwicklung mit Sicherheit auch. Und wir werden es einfach auch hinnehmen, egal mit welchen Nachteilen es kommt. Siehst du nicht aber eine Gefahr darin? Also bei einem Taschenrechner, Kopfrechnen, 2 mal 2 ist 4, daran ändert sich nichts, auch ob der Rechner von Sharp, von Sony oder von Gott weiß wem kommt. Aber bei der KI gibt es ja immer diesen Faktor, wie das Modell trainiert ist, welche, sagen wir mal, Motivlage der Hersteller, der Betreiber des Modells hat, darüber kann ich ja, um es jetzt mal ganz böse auszudrücken, Dinge auch in eine Richtung lenken, die ich positiver sehe als eine andere. Bei einem Taschenrechner geht es nicht, aber bei einer KI
kann ich das doch tun. Also ist da nicht Ja. eine gewisse Gefahr drin, dass ich mich da in Abhängigkeiten begebe? Eine ganz andere Abhängigkeit? Es ist eine Gefahr da. Ich kann immer so ein Modell auch selber trainieren, wenn ich das Skillset dafür habe. Das haben halt nur ganz wenige Menschen. Ich wollte gerade sagen, Möglichkeiten, Einspruch, euer ja, Timo ja. kann das, aber Das ist schon richtig. Ja, bei der KI ist das eine andere Hausnummer. Ist schon richtig. Ja. was würdest du jetzt einem jungen Entwickler, der euphorisch in die Welt der Softwareentwicklung einsteigt, was würdest du dem raten? KI-Tools einsetzen? Vielleicht also wenn er mir verspricht, dass er versteht, was da rauskommt und sich Mhm. darum kümmert, das zu verstehen zu wollen, was denn da überhaupt da generiert wird, und er mir jede Zeile erklären kann, habe ich überhaupt kein Problem damit. Mhm. Weil dafür ist es halt gut. Ich kann die Einstiegshürde nehmen, ich kann mir schön sozusagen ein Beispiel generieren lassen, aber wir wären ja in der Vergangenheit auch nicht hingegangen, hätten irgendwas gegoogelt und blind rüber kopiert Absolut. und gesagt, wird schon okay sein, Absolut. ja. Aber so ist die Denke gerade bei KI, weil man so das Gefühl hat, das Ding ist schlauer als ich, also wird das eher stimmen, Mhm. als was ich jetzt noch dazu tue. Das ist die gefährliche Denke. Und wenn wir da hinkommen, dass der Junior-Entwickler dann sagt, okay, ja, ich kann jede einzelne Zeile begründen, warum das so ist, ich habe es verstanden, dann können wir drüber reden. Ansonsten, Sehr gut, das Timo. Problem wird nicht wahrgenommen. Absolut, ja. Noch ein Fazit in einem Satz? Ja, also mein Fazit in der ganzen Geschichte ist, wenn wir halt nur noch Code kuratieren, weil das tun wir dann, ja, anstatt ihn zu schreiben, ist halt die Gefahr, die ich sehe und wo ich von weg möchte, was mein Anliegen ist, dass wir die Probleme von dem Schreiben ins Betreiben verlagern. Ja, Mhm. wenn ich das nicht verstehe, was ich tue, dann baue ich da was damit habe ich dann in einem Vierteljahr schön ein Riesen-Issue in der Mhm. Produktionsumgebung, Mhm. und da will ich nicht hin. Mhm. Das ist mein großes Anliegen, und Ja, gut formuliert. KI schreibt heute Code, aber die Verantwortung, Architektur und Qualität, die muss bei uns bleiben. Ja. Sehr gut, Timo. Dankeschön. Genau. War das jetzt eine nachdenkliche Folge? Nein, weiß nicht. So halb. So halb. Jedenfalls vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und bis zum nächsten Mal.